Ich begrüße euch zu einem neuen Video rund um das Thema Wäsche waschen. Ich bin, was Wäsche angeht, ja so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ist das halt eine der Aufgaben im Haushalt, die ich absolut hasse. Wäsche falten ist einfach so eine zeitfressende Aufgabe. Andererseits finde ich es extrem befriedigend, wenn ich merke, dass die Wäschekörbe sich leeren mit der Schmutzwäsche. Meiner Meinung nach gibt es aber so ein paar Dinge, die man machen kann, um sich dieses Thema Wäsche ein bisschen angenehmer, ein bisschen leichter zu gestalten. Und das machen wir heute. Ich habe heute so ein paar Hacks und Tricks und Kniffe für euch, die ich mache, mit denen ich finde, dass das Wäschewaschen wirklich leichter von der Hand geht. Wenn ihr weitere hilfreiche Tipps habt, schreibt sie sehr gerne in die Kommentare und nicht vergessen, einen Daumen nach oben dazulassen, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Tipp Nummer 1 ist für mich etwas, das ich jetzt seit ungefähr einem Jahr mache. Damit spart man sich einen oder fast einen kompletten Arbeitsschritt. Es geht nämlich um das Thema Wäsche sortieren. Ich hatte früher immer einen Wäschekorb, in den die gesamte Schmutzwäsche reinkommt. Und wenn es Zeit ist zu waschen, wenn ich merke, das Ding quillt über, dann sortiere ich die verschiedenen Wäschearten voneinander und wasche dann. Vor einem Jahr ungefähr habe ich aber angefangen, 2 Wäschekörbe zu nutzen. Einen für die helle Wäsche und einen für die dunkle Wäsche. Und direkt, wenn man sich die Kleidung auszieht, die dreckige Wäsche oder wenn man die dreckige Wäsche in der Hand hat, schmeiße ich das direkt in den passenden Wäschekorb rein. Dadurch spart man sich halt dieses Sortieren zwischen hell und dunkel. Idealerweise wäre es natürlich, wenn man noch ein Extra hat für Wollsachen oder ein Extra für was man halt alles extra wäscht. Aber da reicht bei uns leider der Platz nicht. Wie gesagt, man spart sich ein bisschen Arbeit, wenn man waschen möchte. Und außerdem sehe ich so auch immer direkt, was ich zuerst waschen muss. Also wenn ich sehe, so die dunkle Wäsche quillt gerade über, die helle geht noch, dann muss ich nicht erst sortieren, um zu gucken, welches wasche ich denn jetzt zuerst, sondern ich nehme einfach das Ding mit der dunklen Wäsche und zack, ab in die Maschine damit. Also ganz allgemein dazu, wie ich wasche. Hab's schon gesagt, ich wasche hell und dunkel getrennt. Aber davon trenne ich jeweils auch nochmal Socken, Unterwäsche, Sportkleidung und Schlafanzüge. Halt alles, was so ein bisschen noch mehr verschmutzt wird. Und das wasche ich bei 60 Grad, genauso wie Handtücher einzeln auch bei 60 Grad. Und alles andere wasche ich bei 30 Grad. Früher habe ich so die normale Wäsche bei 40 Grad gewaschen, aber wusstet ihr, dass wenn man statt 40 Grad auf 30 Grad wäscht, dass man damit bis zu 40% an Energie sparen kann? Habe ich selber erst vor kurzem rausgefunden und seitdem wasche ich die normale Wäsche bei 30 Grad und die normalen Verschmutzungen gehen da auch ohne Probleme raus. Solltet ihr aber Kleidungsstücke mit starken Flecken haben, da empfehle ich Natron. Ich bin schon seit langer Zeit weg von sämtlichen Fleckenentfernern oder diesen Fleckenteufeln, weil die sind erstens teuer und zweitens sind diese Fläschchen so klitzeklein, das hält bei mir nicht lang. Ich habe ein kleines Kind zu Hause und wenn der aus der Kita kommt oder wenn der was gegessen hat, der sieht der aus. Also, er ist vollgekleckert von oben bis unten und mit einem Fläschchen Fleckenzwerg würde ich vielleicht eine Woche hinkommen. Aber mein Tipp, Natron, Aktiv-Natron gibt es bei DM. Ich glaube, eine Packung kostet ein bisschen über 2 Euro und damit kommt man echt lange aus. Und ich mache das so, ich mache die Flecken ein bisschen nass, dann gebe ich da ein bisschen von dem Natronpulver drauf, dann kommt da nochmal Wasser drauf und dann nehme ich ein Tuch oder einen Schwamm und reibe das da so ein bisschen ein. Und dann lasse ich das 15 bis 30 Minuten ungefähr einwirken und dann kommt das ganz normal mit in die normale Wäsche. Und ich sage euch, damit kriege ich jeden Fleck raus. Ich bin auch schon seit vielen Jahren, muss man sagen, komplett weg von Weichspüler. Habe ich früher immer benutzt, weil ich eigentlich nur aufgrund des Geruchs. Aber ich glaube, mittlerweile sollte vielen bewusst sein, dass diese Teile, auch diese Wäscheparfums, einfach echt schlecht für die Umwelt sind. Außerdem beinhalten manche auch wirklich Stoffe oder angeblich Stoffe, die ja jetzt schädlich sein können. Und diese Stoffe werden dann halt über die Kleidung, über die Haut aufgenommen. Aber auch da gibt es nämlich Alternativen. Wem es beispielsweise, das mache ich manchmal, beim Weichspüler um den Geruch geht, dass er deswegen einen Weichspüler nutzt, da kann man versuchen, ein sauberes Tuch zu nehmen und da so ein paar Tropfen ätherisches Öl drauf zu geben. Achtet nur darauf, dass es ein reines Öl ist, also auch wirklich nur so ein paar Tropfen, das reicht. Und dann gebt ihr dieses Tuch mit dem Öl mit in die Wäsche dazu.
Dieser Geruch verfliegt nach einiger Zeit, aber damit das ein bisschen hält, also ein bisschen in der Wäsche drin bleibt, wäre meine Empfehlung, dann auch ein Tuch mit ein paar Tropfen des gleichen Geruchs in den Kleiderschrank zu legen. Wem es um die Geschmeidigkeit geht, heißt ja Weichspüler. Es soll ja eigentlich dafür sein, dass die Wäsche schön weich bleibt. Der kann es mit Natron beispielsweise probieren, ein bisschen Natron in Wasser auflösen und mit in die Weichspülerkammer geben, soll angeblich auch helfen. Habe ich persönlich noch nicht getestet, aber vielleicht das einfach als Alternative. Wir haben einen Waschtrockner. Das heißt Waschmaschine und Trockner in einem und das ist, finde ich, die praktischste Erfindung überhaupt. Ich muss aber sagen, wir nutzen die Trocknerfunktion sehr selten, eigentlich nur für Handtücher oder wenn wir halt wirklich, also wenn die Schränke wirklich leer sind und wir ganz dringend neue Kleidung brauchen, keine Zeit haben zu warten, dass die Wäsche normal getrocknet ist. Seien wir mal ehrlich, das passiert jedem von uns mal. Und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, wenn wir es denn wirklich dringend brauchen, einen Trockner zu nutzen. Wie gesagt, sehr selten, hauptsächlich um Energie zu sparen. Aber wir haben die Möglichkeit, ohne dass wir hier ein zweites, dickes, bulliges Gerät stehen haben. Also, ne, ich sage jetzt nicht, kauft euch, schmeißt eure Waschmaschine weg, kauft euch einen Waschtrockner. Aber falls jemand gerade in der Situation sein sollte, dass man wirklich eine neue Maschine braucht, dann würde ich empfehlen, schaut euch doch mal die Waschtrockner an, weil ich persönlich finde das wirklich sehr, sehr praktisch. Und wenn ihr einen Trockner habt, versucht mal ein trockenes Handtuch mit in den Trockner, also mit in die Wäsche, die getrocknet werden sollen, dazu zu geben. Denn dadurch wird die Wäsche tatsächlich schneller trocken. Ich stelle bei uns am Trockner immer, wenn ich ihn denn nutze, die Dauer, wie lange der trocknen soll, von Hand ein. Und jetzt für eine Ladung Handtücher beispielsweise habe ich immer 3,5 Stunden eingestellt. Dann waren die ja schon einigermaßen trocken. Und wenn ich jetzt aber schon ein anderes, sauberes, trockenes Handtuch vorher schon mit da reingebe, reichen tatsächlich 3 Stunden und die Handtücher sind trocken. Es gibt auch diese Trocknerbälle, habe ich auch mal gekauft, aber ganz ehrlich, spart euch das Geld. Ein Handtuch hat jeder zu Hause, einfach mit da rein und hat den gleichen Effekt. Den Großteil unserer Wäsche trocknen wir daher auf dem Wäscheständer. Ich habe aber irgendwann aufgehört, also früher habe ich das so gemacht, wenn die Wäsche trocken war. Ich habe einen Wäschekorb oder in unserem Fall eine große Ikea-Tüte genommen, habe die trockene Wäsche da reingeschmissen und habe dann gedacht, okay, das falte ich heute Abend vorm Fernseher. Habe ich natürlich nicht gemacht. Das heißt, diese Ikea-Tüte mit der trockenen Wäsche stand tagelang im Weg rum, hat unnötig Platz weggenommen und es war dann auch immer super nervig, wenn man ein bestimmtes Kleidungsstück gesucht hat oder wenn ich wusste, oder es war keine Unterwäsche mehr im Schrank, dann musste ich da die Unterwäsche raussuchen, habe ich gehasst. Deswegen habe ich irgendwann mir angewöhnt, das gar nicht mehr zu machen, sondern stattdessen die Wäsche direkt vom Wäscheständer runterzufalten. Das heißt, die Wäsche ist trocken, ich stehe am Wäscheständer und falte sie direkt am Wäscheständer, sortiere sie da. Kurze Randbemerkung, ich bügele nicht. Wenn man seine Kleidung bügelt, ist das natürlich was anderes. Ich persönlich finde Bügeln total unnötig. Wir haben kaum Kleidungsstücke, die wirklich zwingend gebügelt werden müssen, von daher spare ich mir das. Was Socken angeht, ich glaube, es geht uns allen ähnlich. Sockenmemory macht wirklich überhaupt gar keinen Spaß. Deswegen habe ich irgendwann angefangen, schon direkt beim Aufhängen, wenn ich die nasse Wäsche aufhänge, die jeweils zusammengehörigen Socken direkt nebeneinander zu hängen. Heißt, wenn ich eine Socke aufhänge, lasse ich daneben ein bisschen Platz, um dann das Gegenstück dazu direkt daneben zu hängen. Und wenn die dann trocken sind, muss man nämlich nicht groß zusammensuchen. Da nimmt man einfach die 2 nebeneinander hängenden Socken und legt sie zusammen und fertig. Kein ätzendes Sockenmemory mehr. Und ich muss sagen, das klingt so banal, aber ich würde schon fast behaupten, das war life-changing. Was, glaube ich, leider häufiger mal vergessen wird, auch von mir früher, mittlerweile versuche ich da regelmäßig dran zu denken, ist es, seine Waschmaschine zu pflegen und zu reinigen, um Bakterien und Kalk und Waschmittelreste zu entfernen. Ich lasse einmal im Monat die Waschmaschine ohne Wäsche bei 90 Grad laufen. Das kann schon ordentlich was bringen, wenn man das regelmäßig macht. Einmal im Monat sollte eigentlich reichen. Aber wenn man so eine Tiefenreinigung machen möchte,
Meine Waschmaschine sagt mir das, eine bestimmte Anzahl an Wäschen, so intervallmäßig sagt die mir dann, ich muss eine Trommelreinigung machen. Und dann mache ich das in der Regel auch. Dafür nutze ich wirklich so einen speziellen Waschmaschinenreiniger, den ich bei DM kaufe. Der ist gar nicht so teuer. Und mache dann diese Trommelreinigung, gehe auch einmal über die Dichtungen. Und das kommt vielleicht alle 3 Monate vor oder so, dass meine Waschmaschine mir das sagt. Vielleicht auch ein bisschen seltener noch. Ich kann es nicht genau sagen. Aber das finde ich halt mega wichtig. Und wovon ich hier wirklich abraten würde, sind da zu Hausmitteln wie Essig zu greifen oder Zitronensäure, habe ich auch schon oft gelesen. Weil die Säure kann halt die Dichtungen und die Schläuche echt angreifen und kaputt machen. Und da wäre ich ganz, ganz vorsichtig mit. Und zu guter Letzt auch etwas, was ich früher ständig vergessen habe, regelmäßig das Flusensieb bzw. die Fremdkörperfalle zu reinigen. Bei uns verstecken sich doch immer mal wieder kleine Sachen in den Hosentaschen, vor allem von meinem Sohn. Ich achte natürlich darauf normalerweise, dass ich einmal durch die Hosentaschen gehe, wenn ich eine Hose in den Wäschekorb schmeiße. Aber manchmal rutscht einem da doch was durch die Finger, weil manchmal sind da auch so kleine Sachen drin. Und die sammeln sich dann in der Fremdkörperfalle. Und irgendwann, mitten im Waschprogramm, fängt dann meine Waschmaschine an zu piepen und sagt, ich mache hier nicht mehr weiter. Du musst erstmal jetzt die Fremdkörperfalle sauber machen. Die Folge ist, dass ich dann erstmal mindestens eine halbe Stunde damit beschäftigt bin, händisch aus diesem klitzekleinen Schlauch, der da unten sitzt, das komplette Wasser der Waschmaschine abzulassen, damit ich nicht die Küche flute, wenn ich dann das Ding aufdrehe unten. Das macht mich jedes Mal aggressiv, weil es einfach so lange dauert. Deswegen, um das zu vermeiden, einfach regelmäßig das Ding sauber machen. Außerdem kann es tatsächlich sein, dass die Wäsche anfängt zu riechen, auch frisch gewaschen, wenn man das Flusensieb nicht regelmäßig sauber macht, weil nämlich irgendwann die Maschine, wenn das verstopft ist, die Maschine nicht mehr richtig abpumpen kann. Ja, dann fängt es irgendwann an zu müffeln. Das habe ich tatsächlich auch schon gehabt. Und ja, da hilft es regelmäßig, Maschine zu reinigen und vor allem auch das Flusensieb sauber zu machen. Wie gesagt, falls ihr noch weitere Tipps habt, worauf man achten sollte beim Thema Wäsche oder falls ihr den ultimativen Hack habt, mit dem das Thema Wäsche ja noch einfacher wird, nicht vergessen, in die Kommentare zu schreiben. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche zum nächsten Video wiedersehen und bis dann. Tschüss!